Leute, jetzt geht Route 2 für mich ins Wasser. Hier versuche ich sehr still zu sein, weil, wenn du hier hinten den Bereich anguckst, das ist ja wirklich krasser Flachwasserbereich. Sind so alles da 2 Meter tief, dieses Schilf, richtig viel Schlamm. Und ich angel genau an dem Übergang ins etwas festere. Die Temperatur schon 21 Grad gewesen und ich dachte, ich versuche mal beide Sachen, ob die Fische hier schon laichen, fertig geleicht haben oder wo sie sich gerade aufhalten. Und ja, lege hier eine Route mega ins Flache. Ich zeige euch gleich nochmal die Montage. Also Leute, wirklich einer der geilsten Lifehacks, die ich in letzter Zeit gelernt habe. Dieses Rohr zum Ertasten des Untergrunds, das macht sich wunderbar. Hier ist wirklich einfach nur krassester Schlamm. Ich versuche zum Beispiel auch Bojen zu vermeiden, weil ich manchmal denke, diese Schnur und diese leuchtende Boje. Ich habe mir einfach diesen Schilfhalm gemerkt und lege wirklich 1 Meter davor ab in 1,50 Meter Wassertiefe. Der ganze hintere Bereich ist Schlamm und hier fängt es an fest zu werden. Diese Übergänge sind natürlich mega spannend. An dieser Stelle, wie gesagt, eine Falle, einen Futterplatz, gehe ich jetzt voll auf die Fallenstrategie. Ich habe hier 2 Materialien verbunden. Also das macht mir auch in letzter Zeit einfach immer mega Spaß, so dieses Rigs testen und Rigs bauen. Und hier habe ich jetzt ein weiches Vorfach mit einem Flugo, ein sehr langes Vorfach, deswegen auch ein schweres Toasten und hier wirklich auch einen großen Köder, weil die Route habe ich vor 48 Stunden liegen zu lassen und wirklich komplett fallenmäßig zu machen. Ich fütter auch nur vielleicht 10 Boilies, 3 24er, 7 30er Boilies. Dann nehme ich hier meine Loop-Montage mit am Safety Clip, hake das hier einfach ein in diesen Quick Change, Schlauch drüber. Und dann kann das halt hier so ins Wasser gehen und bleibt dann wirklich 48 Stunden lang liegen. Aber wenn auf die Route ein Biss kommt, bin ich fast sicher, dass es eine Maschine ist, weil bei 30er Futterkugeln verlieren die Satze einfach das Interesse, weil die keine Lust darauf haben, das ist denen zu groß. Und ich fütter auch nicht viel, weil auch große Fische selten so viel Bock auf diese fetten Boilies haben, nach meiner Erfahrung. Aber wenn sie halt hier lang schwimmen, es liegen 2, 3 rum, das ist auch ein sehr Boilie, der sich sehr schnell löst, denke ich, kann das klappen. Ich bin mega gespannt. Das Geile bei so Flachablegen ist halt, dass ich hier die Chance habe, wirklich die Schnur mit der Hand runterzulassen und den Grund nochmal konkret zu erfüllen, weil wenn ich die 48 Stunden liegen lassen will, muss alles stimmen. Also da bin ich echt penibel mit Haken schärfen. Wenn der Haken nur noch mal einmal mit der Spitze irgendwo rangeht, schärfe ich den nach. Da bin ich wirklich ein bisschen freak. Wie gesagt, wenn ich so eine Strategie fahre mit dieser Falle und das so lange liegen zu lassen, dann muss es einfach alles sitzen. Da hinten kommen gerade mega grüne Blasen hoch. Krass. Gestern, als ich hier die Route mitten in der Nacht ausgelegt hatte, ich war viel zu spät da, habe ich auch schon einen Fisch gespukt. Also ich denke, die müssen hier drin sein. Dieser ganze Kessel hat 6 Meter Tiefe und auf einmal geht es dann hier hoch auf 2 Meter. Dieser ganze Bereich, da hinten diese Schilfzonen. Also wenn die noch am Leichen sind oder davor oder irgendwas, dann ist das ein Hotspot. Immer eigentlich. Weil in diesen Übergang von Schlamm zu Fest sind halt auch immer Lebewesen. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich draußen bin. Lustiges Video mit dem Kollegen, ey. Das wird ein lustiges Video mit dem Kollegen. Also wirklich, es geht überhaupt nicht. Ich finde, beim Angeln muss man schon mal seriös sein. Willst du noch was sagen zu deinen Leuten, Carsten? Ich hätte da erstmal nicht mehr so viel zu erzählen. Ich würde lieber erstmal einen dicken Fisch zeigen. Richtige Scheiße, ey. Ich mache hier gerade
gerade so eine mega Move-Geste und tu so von wegen, jetzt ein Fisch und bla bla. Und auf einmal piept es wirklich, ich habe es gar nicht ernst genommen, weil ich also wirklich so eine theatralische Geste gemacht habe. Und es war wirklich ein Fisch, aber hat sich leider um 10 Schilfhalme rumgewickelt. Da muss ich ehrlich gesagt mit dem Schilfdrill noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber ich bin super happy, weil es waren 30er Beulen, ein Viertel weggeschnitten, mit einem 24er Beule ein Viertel weggeschnitten, Pop-Up. Also ein richtiger Köder, richtig langes Rig. Also nicht Rig, richtig langes Haar. Also alles war einfach lang und groß. Und wenn das ein Fisch gehakt hat, ich habe da auch keine kleinen Kugeln gefüttert, nur 30er Murmeln, das lässt mein Herz wachsen, in der Perspektive noch ein massives Gerät rauszuziehen. Yeah. Mann, Alter, du bist hier draußen in the wild nature. Das war ja wohl ein Abenteuer. Stell dir vor, der wäre da dran gewesen und es hätte einfach nur so gemacht. Richtig über den See gezerrt, Alter. Das wäre mal geil gewesen. Mann, ey. Warum nicht? Ich muss mich noch reinangeln. Mann, ey, ich habe es wirklich nicht ernst genommen. Und Warum nicht? Habe ich irgendwie auf die Spitze geguckt und einfach nur gesehen. Ja. Und dann so, oh krass, Alter, da ist wirklich ein Fisch dran. So Leute, da sind wir wieder. Die erste Nacht unserer schönen Tour ist vorüber. Wie gesagt, ich bin hier mit meinem guten alten Freund Karl unterwegs. Und wir haben tatsächlich geschafft, beide heute Nacht einen Biss zu kriegen. Aber der Fluch bleibt noch aufrecht. Beide Fische sind direkt ins Schilf und haben sich da 5-mal rumgewickelt. Und wir konnten den leider noch nicht rauskriegen. Aber es war schon mal schön, weil an der Route, an der es halt gebissen hat, habe ich echt einen dicken Köder dran gehabt. Und auch den Spot finde ich sehr, sehr geil in so Meter Tiefe. Aber genau, wir melden uns zurück mit Fischen, hoffentlich. Wir haben noch 2 Nächte. Ich glaube, der erste kam heute Nacht um 12:30. War auch definitiv dran, aber wie gesagt, ist dann im Schilf, hat sich festgemacht, hat sich mal rumgeschwommen. Und der zweite Fisch war irgendwie auch ganz merkwürdig. Ist richtig in die Route reingeknallt von Karl. Der hat eine Route bloß vorne an die erste Uferkante geworfen, 30 Meter. Und leider auch ziemlich schnell ausgestiegen. Deswegen vielleicht mal zu dem Hintergrund von diesem See hier insgesamt. Ne? Also ich glaube, ich habe den ersten Kontakt zu diesem See eigentlich schon in meiner Kindheit gehabt, weil mein Opa hat ein Bungalow hier in der Nähe. Und deswegen sind wir mit meinen Eltern immer hierher baden gefahren, weil es so ein super wunderschöner See war, super klares Wasser. Und ich bin hier angekommen und habe ehrlich gesagt erstmal einfach einen mega Schrecken bekommen, weil das Wasser ist einfach braun. Komplett, also so, es ist einfach ein richtiges Schlammloch geworden. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert und festgestellt, als wir waren hier, ich glaube das letzte Mal oder einmal angeln vor, ich weiß nicht genau, 12 Jahren, 15 Jahren vielleicht, da habe ich mit der Stuppe Schleien gefangen und ich konnte den Drill komplett den Fisch beobachten. So klar war das Wasser. Riesige Krautfelder, fantastisch. Und auf diesem Gewässer war ein Fischer drauf. Und dieser Fischer hat halt sehr wenig Karpfen gesetzt. Das war wirklich ein Low-Stock-Gewässer. Man hat halt 2-3 Bisse in der Woche gekriegt, aber wenn, hat es geknallt. Und das waren fantastische, krasse Fische und ein tolles Ambiente auch an diesem See. Auf jeden Fall hat dieser Fischer seinen Job quittiert und dann ging dieser See an einen Pächter über. Und wir waren vor, lass mich lügen, 3 Jahren hier und haben in 4 Tagen, ich glaube, 50 Fische gefangen. Und davon 2 gute verloren und einen Satzer nach dem anderen. Also wir waren einmal 24 Stunden wach, weil wir nur Satzer gefangen haben. Ich dachte schon, krass, wie kann das sein? Das war 2 Jahre, nachdem der See hier den Besitzer gewechselt hat. Und ich habe in dem Moment schon gedacht, das kann nicht gesund sein. Ein Waldsee, der in einem so einem Gleichgewicht ist, dann übernommen wird und komplett aus diesem Gleichgewicht rausgebracht wird, nämlich mit einem Überbesatz von Karpfen, so nach dem Motto, ach, hier wurde lange nicht besetzt, Maximalmenge, Maximalmenge, Maximalmenge. Und ich bin damals mit der Unterwassercam hier lang gefahren und habe gesehen, dass halt überall kleine Muschelschalen liegen, was ja auch normal ist, aber es waren sehr viele. Und meine Mutter kommt aus dem Gewässer-Ökologiebereich und
Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Hintergrundwissen, aber vielleicht ist das auch jedem klar. Aber Muscheln, Schnecken und Pflanzen sind die Wasserfilter, die es gibt. Und wenn man hier halt tonnenweise Karpfen einsetzt in einem Ökosystem, was gut und stabil funktioniert, dann werden genau diese Wasserfilter zerstört. Und ich habe vor 2 Jahren nach dieser krassen Tour oder 3 Jahren nach dieser krassen Tour gesagt, na warte mal, was mit diesem See in 3 Jahren passiert. Wahrscheinlich ist es ein Schlammloch. Und es ist noch kein Schlammloch, aber die Wasserfarbe ist echt erschreckend. Und da muss man an dieser Stelle sich wirklich mal fragen, wie das passieren kann, dass Leute, die Gewässer bewirtschaften sollen, die eigentlich Ahnung haben sollten von diesem ganzen Surrounding, von der Funktionsweise eines Sees, dieses Ökosystems, wie die Verantwortung für einen so wunderschönen See bekommen können und den einfach zerstören innerhalb von 5 Jahren. Ein See, der 30 Jahre wunderschön war. Weil man kleine Karpfen fangen will, weil zu wenig Karpfen drin sind, weil es Spaß macht. Also es geht hier nicht darum, wir haben so einen kleinen Fehler gemacht und jetzt fangen Leute halt schöne Fische und alles ist cool, sondern es wurde ein komplettes Ökosystem zerstört durch Überbesatz. Und das ist für mich traurig. Ich hoffe, ich kriege an dieser Stelle also nicht, dass ich irgendwas vergesse, weil die Sache ist natürlich, wenn jetzt Landwirtschaft ringsherum wäre und Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft kommt, aber ist hier nicht. Es ist Wald ringsherum. Wieso ist es 30 Jahre lang so, der Besitzer wechselt und auf einmal wird dieser See, verändert der komplett seinen Charakter. Für mich ein trauriges Ding, weil vor allen Dingen das immer ein sehr herausfordernder, schöner See war, weil er so low-stock ist. Aber dennoch auch eben ein schönes Ambiente. Ich komme gerne her, aber ich wollte das irgendwie mal loswerden, weil ich jetzt so doch Nachhaltigkeit ja ein bisschen auf meiner Brust habe. Man da mal hinterfragen muss, so kann sowas, so eine Besatzmaßnahmen, sind da die Regelungen nicht mehr richtig? Muss es da Kontrollen geben, wie sowas gemacht wird? Also für mich ist es ein ganz schöner Schock gewesen. Naja. Nichtsdestotrotz sind wir hier angeln. Es gibt noch diese alten geilen Fische, die hier richtig alte Moosrücken. Wir haben mit dem Kumpel Karl hier auch immer geile Geschichten, so die ganze Zeit. Wir sagen, wir sind auf der Suche nach El Capitale, dem alten Moosrücken. Da gibt es so eine übelst lustige Geschichte, die wir uns die ganze Zeit ausgedacht haben. Und die wollen wir natürlich auch kriegen, aber wir müssen auch an diesen Satz da vorbei angeln. Das ist nicht so leicht. Tatsächlich finde ich es auch schön. Es geht ja immer um dieses reine Catch and Release oder ausgewählt Catch and Cook, was auch immer. Ich finde einen geilen Mittelwert davon gut und deswegen zum Beispiel muss ich hier an der Stelle gestehen, nehme ich auch mal einen kleinen 3 Kilo Karpfen mit, 4 Kilo Karpfen und mache den mal für meine Freunde oder Freunde, Bekannte oder verschenke auch mal einen an meine Mutter, weil ich denke, ey, es gibt nichts Nachhaltigeres. Wenn ich mir einen Lachsschnitzel im Laden hole, dann ist das viel schlimmer, als wenn ich einen kleinen Fisch aus diesem See mitnehme, den esse. Und tendenziell möchte ich da auch in meinen Gedanken hin, immer mal was Leckeres zum Essen mitzunehmen. Ja, deswegen ist auch ein Ziel, wir wollen einen kleinen Fisch fangen zum Mitnehmen und natürlich einen großen zum Anschauen und Begeistern und Bewundern. Und da werden wir mal sehen, was passiert. Ja Leute, nach was sieht das wohl aus? Das ist nämlich der aktuelle Snap-Prototypenstand und um den gut zu testen, bin ich hier gerade am Fiedern, weil der soll auch wirklich von einem kleinen Brassen ausgelöst werden und habe heute hier mal, ich glaube, das kleinste Rig der Welt gebaut. Ja, zum Fiedern. Federfischchen. Kleine Beauty. Ein sogenanntes Rotauge, aber auch ziemlich blass, ehrlich gesagt, durch die Wasserfarbe. Aber jo, was machen wir damit jetzt? Wollen wir sowas mal grillen, aber die sind scheiße von der Größe, wir können keine Buletten machen. Nice, ich hab euch gesagt. Oh, eine Schleie! Eine geile Schleie, Alter! Mega nice! Boah. Mega nice. Aber keine kleine. Ich liebe einfach Fiedern, das macht so einen Spaß. Dann sitzt du die ganze Zeit und dann so ein Fisch. Nice. Ich glaube, das ist gut. Der Schleimkönig.
Hey, Baby. Nice, Alter. Tolle Fische. Beauties, schön beim Fiedern, das macht Spaß. Dicke Brasse. Guckt euch mal diesen Laichausschlag an. Voll am Start. Krass, Alter. Selten so hart Laichausschlag. Wie nennen wir der Brasse. Puh, dann lassen wir sie mal leichen. Boah. Sauer. Bam, ich habe die Brassen auf dem Platz. Alter, wie geil ist das? Die Brassen sind auch übrigens, Brassen sind meistens ja kurz vor den Karpfen dran mit Leichen. Vielleicht knallt es ja wirklich noch, weil hier hinten haben wir diese 2 Meter Flachwasserzone. Wenn die jetzt schon so aussehen, vielleicht ziehen die Karpfen ja auch rein. Ich bin gespannt, was noch geht. Aber Fiedern ist eins der geilsten Dinge. Ich glaube, ich werde irgendwie als Nebenberufler professioneller Fiederer. Schon durch Wir waren hier gestern so, das ist ganz lustig, wenn ich wieder mit meinen alten Jungs angeln bin, dann kommt bei mir manchmal so dieses Revival-Gefühl hoch und auch wie war Angeln früher. Mit den Jungs habe ich halt angefangen Karpfen zu angeln, oder das stimmt nicht, aber eine Zeit lang sehr viel auch so gemacht, als wir noch unerfahren waren, und bei mir hat sich halt die letzten Jahre krass viel entwickelt und viele Techniken gelernt, Rigs gelernt, das gelernt, einfach viel Wissen gesammelt. Aber eine Sache ist mir wieder bewusst geworden, ich weiß nicht, ihr habt es ja vielleicht auch gesehen, ich renne oft rum mit so einer super 20 Jahre alten Hose, die hat sogar einen Surfmaster-Aufnäher, die ist von meinem Cousin, also die ist 30 Jahre alt oder weiß ich was. Die ist einfach mega bequem. Und als wir so drüber nachgedacht haben, wie wir waren, ich so drüber nachgedacht habe, was ich so anhabe, ist mir eine Sache in den Kopf gekommen, die mir eigentlich auch am Herzen liegt. Was ist denn am Ende entscheidend? Für mich ist am Ende einfach nur entscheidend, was jemand tut und was jemand im Kopf hat. Wir haben in der Angelszene manchmal so eine Sache entwickelt, so eine Materialismus ist es einfach nur. Wenn ich jetzt nicht eine bestimmte Warthose anhabe oder bestimmtes Tackle habe oder dies und das habe, dann werde ich halt nicht ernst genommen oder weiß ich was. Also es ist so ein, ich muss einer bestimmten Norm entsprechen und ich bin da überhaupt nicht so der Typ zu. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht dieses Startup auch nicht gegründet, sondern ich renne halt auch gern mit meinen abgeranzten Sachen rum oder was auch immer. Ich finde das, am Ende ist das doch scheißegal. Der einzige Punkt, der zählt, ist, wie gut angelst du? Und das ist auch übertragen aufs weitere Leben auch einfach eine wichtige Sache. Dieser ganze Materialismus. Ich habe mich wirklich durch diese Startup-Zeit, ich hatte einfach ein Jahr, in dem ich beschissene 10 € in der Woche zum Leben hatte. Und für den Traum meines Startups habe ich das in Kauf genommen. Und dadurch habe ich mich von diesem Materialismus so weit entfernt, weil ich es mir eine Zeit lang einfach gar nicht leisten konnte, dass ich auch übertragen aufs Leben, dass wir uns manchmal vielleicht bewusst machen können, ja, es ist alles nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist, wer du bist, was du denkst, was du machst, was du kannst. Und Stärke eines Menschen kommt von innen heraus und nicht daraus, was für krasse Ausrüstung er präsentiert. Ich sehe so viele Angler, die Ausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro haben. Und wenn ich mit denen rede, denke ich mir, ihr seid ein paar Flitzpiepen, ich angel euch 3-mal unter den Tisch. Obwohl meine Ausrüstung wahrscheinlich 1/3 davon kostet. Für mich ist das auch ein nachhaltiger Umgang.
Weil die Sache ist, ich bin ja auch ganz neu hier in dieser Szene eigentlich. Ne? Ich bin erst eingetaucht, wir sind gerade seit 2,5 Jahren am Markt, also es ist für mich auch neu und spannend und ich muss auch erst meine Rolle finden. Und natürlich will ich mich irgendwie positionieren, will auch, dass Leute mich gerne anschauen oder Fishstone schön finden, spannend finden und muss da auch so ein bisschen mein Ding finden. Und jetzt habe ich verschiedene Beispiele und gucke, wo ich stehe. Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht mal ganz genau, aber ich merke, dass es sich tendenziell immer mehr in diese Richtung entwickelt. Ich bin halt einfach der Dude von nebenan und ich will mich nicht mit Markenklamotten und Markenausrüstung einkleiden müssen, um ernst genommen zu werden, sondern ich will ernst genommen werden, weil Leute denken, das ist ein guter Mensch, der kann gut angeln, der ist intelligent und baut gute Systeme. Was auch immer, das sind Qualitätsmerkmale, die ich mir zuschreiben lassen möchte. Und ich merke immer mehr auch, dass ich in meinen Videos dahin möchte, denn Angeln kann so vieles sein und wir sollten auch als Angler immer darauf achten, nicht einer Strömung hinterher zu schwimmen, weil wir Menschen oft Herdentiere sind, die Dinge ähnlich machen, sondern soll doch jeder machen, was er will, leben und leben lassen. Das Einzige, was zählt, ist, was dahinter steckt. Und das war mir irgendwie nochmal ein wichtiges Statement und dementsprechend werde ich auch in meinen Videos nicht mehr verstecken, wenn ich einen 10 Jahre alten Picker habe, mit dem es mir einen Heidenspaß macht, einfach eine Schleie zu fangen. Das ist halt geil, das macht mir Spaß. Also was ist daran wichtig? Ich glaube, diese ganzen Thematiken, die ich da im Kopf habe, will ich in den Videos immer mal wieder so raushauen. Wenn ihr es gut findet, finde ich es schön. Wenn ihr es nicht gut findet, dann ist es nur meine Welt und meine Meinung. Ich will jetzt nicht den großen Philosophen hier sprechen lassen immer. Ich habe die Weisheit nicht gefressen für alle Menschen, aber ich habe sie für mich gefressen und herausgefunden, was mich glücklich macht. Durch dieses Startup, durch diese harte Zeit, durch diese Entfernung vom Materialismus, die zwangsläufig stattgefunden ist, habe ich gefunden, was mich glücklich macht. Und das ist einfach nur ein Traum. Leute, und ich weiß, es ist doof, aber es macht manchmal einfach nur Spaß, mit dem Wurfrohr durchzuballern. Tudum. Ich würde sagen, einmal kannst du noch machen, dann musst du ab. Alter, wie er fliegt. Was, Junge? Boah, Alter, was du das Ding fast in die Fresse gehauen. Hör mal auf, weiter zu dem zu behalten. Das wollte ich gar nicht. Was machst du denn? Machst du mit Absicht? Ja, der war gerade da. Auf jeden Fall sehr gut gesteuert gefüttert. Das hast du nicht gebraucht. Hat sich Spaß. Komm her. So Leute, wir werden jetzt schön kochen. Zum Beispiel auch Clemens, der mit ist, hat sich mal gewünscht, wie ist es überhaupt, ein Tier, einen Fisch zu töten. Und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Wir gehen, sind da gewohnt, in den Einkaufsladen zu gehen, das in Plastik abgepackt zu kaufen. Also ich habe auch noch kein Rind getötet. Bei Fischen kann ich das und wir haben tatsächlich uns einfach jetzt entschieden, die Schleie mal wunderbar zuzubereiten. Wir werden jetzt hier ein geiles Gemüse kochen, die dann schön kross anbraten und mal gucken, wie das ist. Und so ein bisschen haben wir das Ziel, jeden Tag auch einen Fisch zu fangen, den wir zuzubereiten. Vielleicht versuchen wir es heute Abend nochmal auf Aal. Ich finde es fantastisch, diese Vorstellung, der ist hier in diesem See gewachsen. Wir haben den jetzt gefangen, haben den respektvoll getötet und jetzt wird er wunderbar schmackhaft zubereitet.
Leute, ja, nachdem es gestern Abend die Schleie wirklich vorzüglich geschmeckt hat, haben wir heute Morgen ganz gemütlich aufgestanden. Ich war heute mit Frühstück dran. Karl grillt heute Abend und Clemens ist der Mann für den ganzen Tag. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Brot geschmiert und schon gedacht, die Nacht ging gar nicht, so eine Scheiße, total ruhig. Ja, wir haben auch noch einen Gast, der meldet sich auch zu Wort. Die meldet sich auch zu Wort. Auf jeden Fall schön Brot geschmiert, auf einmal piept es doch ab und wir haben den ersten Fisch der Tour. Was soll man sagen, es gibt nicht nur die dicken Bretter, aber ich habe mich gefreut, weil es war auf einmal so total unerwartet aus dem Nichts. Hier ist der kleine Kerl. Süßer kleiner Spiegler. Also wenn der mal groß wird, dann wird er echt schick, weil hier hinten diese krassen Perlschuppen. Jetzt hätte ich das mal rein. Das sieht schon mal sehr schick aus. Hier alles vor unten sehr speziell gezeichnet. Aber ja, das ist das, was ich vorhin noch gesagt habe mit den Besatzmaßnahmen. Hier landen halt unzählige Fische drin. Und jetzt muss ich die Route neu ablegen und es irgendwie schaffen, dass der nicht beißt, bevor der Große, der in dem Trupp mitzieht, einen Köder schluckt. Schöner Fisch. Ich freue mich. Geil. Jo Leute, nur noch mal kurz, so dass man mal sieht, was hier wirklich los sein muss. Also hier war ein 30er Boilie drauf, ein 3/4 und eine 24er Pop-Up, 2/3. Und das ist von dem Köder übrig. Ja? Ich hatte den ein bisschen noch gekorkt, damit er wirklich komplett schwerelos ist. Und man sieht richtig, wie hier alles verdreht ist und komplett abgelutscht. Also wahrscheinlich sind da ganze Satzertrupps unterwegs und ich habe schon mal ein Weilchen geschafft, den noch zu vermeiden. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich freue mich über den Satzer, aber um den dicken zu haken, muss ich halt an den vorbei. Heute Nacht. Leute, wir haben den Fieder wieder ausgepackt und es geht schon wieder ab. Ich hatte leider, ich hatte einen Satzer dran, der ist ausgestiegen. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Fiederspot. Ansonsten Karpfenrouten haben wir wieder gemacht. Das Wetter hat jetzt sehr umgeschlagen, ist echt bewölkt und regnerisch, aber es fühlt sich so ein bisschen karpfig an für mich, weil es ist kein Dauerregen, immer so ganz bisschen bedeckt. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein kleines Bresschen. Aber der erste Fisch. Ist das überhaupt ein Brass oder ein Biester? Der erste Fisch. Das macht echt so einen Spaß. Wir haben einfach so nebenbei hier immer ein paar so eine kleinen Partikelkörnchen reingehauen und ein bisschen Futter. Und jetzt am dritten Tag sind halt echt die dicken Brassen da. Und ich hatte auch schon einen Satz dran vorhin. Und mit dieser Mini-Fiederroute, das ist einfach nur Spaß. Mega geil. Wir hoffen natürlich immer noch, dass jetzt hier auf die großen Karpfenrouten einer abgeht. Ich habe auch noch ein paar Sachen umjustiert. Aber dazu erzähle ich euch was, wenn wirklich noch ein Fisch beißt. Dann erzähle ich euch wie. Ja, das Boot und ich, wir sind gute Freunde. Wir denken an uns, aber haben uns lieb. Ja, Brassenattacke. Was soll ich jetzt? Sonst lass diese Frage. Ja, hau rein. Ja, noch eine schöne Brasse. Mega.
So Leute, das Auto ist wieder gepackt und es ist vorbei, aber es war wunderschön. Und ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt gesehen habt, haben wir ja dieses Mal die dicke Seemutti nicht mehr rausziehen können. Aber ich muss sagen, es gab irgendwie wenige Angeltrips, an denen mir das so egal war wie dieses Mal, weil es war einfach perfekt. Und ja, es war perfekt. Es war genauso, wie es hätte sein sollen. Und wie ihr vielleicht so über das Video auch gesehen habt, so ne, Abenteuerangeln. Was kann Angeln alles bedeuten? Natürlich bedeutet für mich Angeln auch dicke Fische zu fangen und ich habe den auch dieses Mal, ich habe mein Bestes gegeben, einen zu überlisten. Es hat nicht geklappt, aber diese Tour hat mir wieder gezeigt, dass es auch so viel mehr ist. Also es gehört dazu, wie ihr gesehen habt, jeder hat seine verschiedene Herangehensweise. Wir haben diesmal einen Fisch zubereitet, das hat fantastisch geschmeckt. Wir haben hier so ein Lagerfeuersteak auf den Kohlen gegrillt. Angeln kann halt gutes Essen zubereiten, Selbstversorgung bedeuten. Clemens zum Beispiel hat halt einfach das erste Mal in seinem Leben ein Tier umgebracht, was halt irgendwie auch ein spannender Aspekt ist. Die zweite sehr wichtige Version dieser Tour oder wichtiger Aspekt dieser Tour war einfach mit meinen guten alten Freunden zusammen zu angeln. Angeln ist auf jeden Fall ein sozialer Treffpunkt, ein Interaktionspunkt. Das ist auch eine sehr schöne Sache am Angeln. Oder seien es diese ganzen fantastischen Sonnenuntergänge. Und mir hat diese Tour selbst mal wieder bewusst gemacht, dass auch, obwohl ich keinen riesen Fisch gefangen habe, war es für mich ein wunderschöner Angelausflug. Und ich hoffe, wir haben das geschafft, in diesem Video euch auch ein bisschen zu vermitteln, was wir hier dieses Mal genossen haben, worum es uns ging. Und es war einfach ein Traum. Und ja, Angeln ist Abenteuer. Für mich bedeutet Angeln, auszubrechen aus der Stadt, in der immer alles beleuchtet ist, rauszugehen, einen natürlichen Rhythmus zu erleben, die ganze Natur zu erleben, wie sie pulsiert und hochfährt und runterfährt. Wenn ich angeln bin und gerade mehrere Tage angeln bin, dann erweckt das in mir immer ein Gefühl von so einer ganz tiefen, urigen Verbundenheit, die ich eigentlich sonst sehr, sehr selten spüre. Und das ist für mich auf jeden Fall einer der Top-Aspekte, um angeln zu gehen, den ich liebe. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Video gehabt. Es war ein bisschen anders als sonst, aber irgendwie ist es auch jedes Mal anders. Das finde ich auch toll. Und wir haben versucht, diese ganzen Gefühle, Emotionen und Szenen einzufangen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt geht es erstmal nach Hause. Eine frische Dusche. Darauf freut man sich natürlich auch immer nach ein paar Tagen am Wasser. Ich wünsche euch noch alles Gute. Natürlich auch dicke Fische und viele Abenteuer am Wasser.